Schraube des Übels. Und jetzt beladen wir den LKW und dann geht's los. Ich bin jetzt auch total aufgeregt, obwohl ich es die letzten Tage noch nicht richtig realisieren konnte. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Da haben wir die Schraube des Übels. Vielen Dank, Bernd, dass du das gefertigt hast für uns. 2 Stück sind es insgesamt. Sieht ein bisschen massiver aus als die Originale, aber das liegt halt einfach daran, dass wir sie von der Fertigung her vereinfacht haben. Wir haben genügend Platz, deswegen brauchen wir sie jetzt nicht genauso rund, wie sie jetzt im Original ist. Wichtig ist, dass das Gewinde stimmt und dass letztendlich auch der Durchmesser hier stimmt. Ja, das baue ich jetzt ein und dann wird das funktionieren. Ich gehe von aus. Ja, also vom Prinzip her ist das so gedacht, dass dieses Ringstück, das jetzt hier nachgefertigt wurde, mit dieser Hohlschraube, die ich jetzt gerade da reinschraube, die Verbindung ist zu dem Tank für den Bremskreis 1 bzw. 2. Und gleichzeitig, also hier ist jetzt der Zugang zum Tank, dann wird das herangeschraubt und gleichzeitig ist es die Halterung. Deswegen war es so wichtig, genau diese Schraube wiederzukriegen, weil das gleichzeitig als Halterung dient. Und so sitzt es dann dran. Ob es nun so aussieht oder so, ist für mich nachher für die Funktion auch letztendlich egal. Dr. Pepper. Das ist die Original-Cola Sherryco. So, komm jetzt ab. Sie werden leider nicht engagiert für den aktuellen Werbespot. Nee, anscheinend nicht. Alles installiert, jetzt kommt der Test. Einmal Druck drauf geben und alle Kreise einmal durchtesten. Jetzt wird spannend. Das ist einer der Prüfanschlüsse, die ich installiert habe. Darüber kann ich halt jetzt wunderbar Luft befüllen und zwar so, als würde der Kompressor laufen. Okay, sieht schon mal gut aus. Und auf jeden Fall verhält sich das Ventil anders als das alte. Also im positiven Sinne. Also es befüllt erst Kreis 1, dann 2 und dann 3 und dann 4. Und dank der Manometer kann ich es jetzt auch sehen. Also Kreis 4 jetzt nicht, aber die anderen Kreise. Ne? Und man kann auch dann immer hören, wann welches Ventil aufmacht nacheinander. Das ist gut. Naja. Ein langer Weg war's. Das war jetzt Kreis 1 eben, der rote Zeiger, und jetzt machen wir Kreis 2. Auf demselben Manometer ist dann der weiße Zeiger. Der muss jetzt bei 5 Bar stehen bleiben. So, das war schon mal erfolgreich. Das war genau der Grund, warum wir eigentlich das Ventil getauscht haben.
die beiden Kreise, die waren nicht mehr getrennt. Also als wir Kreis 2 getestet haben, hat der Kreis 1 gleich mit leer gemacht. Und wichtig ist halt, dass er bei einem Mindestbetriebsdruck von 5 bar stehen bleibt, dass wir noch bremsen können. Genau, jetzt werde ich Kreis 3 noch machen und Kreis 4 danach. Und dann haben wir es. Also ich bin irgendwie aufgeregt. So, jetzt sind wir eine Weile nicht gefahren, haben viel nochmal gemacht in dem LKW. Ja, ob auch alles so funktioniert. Die Testfahrt war gut, die Bremsen funktionieren, also so wie sie sollen natürlich. Die Drücke haben wir alle überprüft, waren auch in Ordnung. Und das, was wir alles abgedichtet haben, also Antriebswellen und Achse, ist eigentlich, ja, ist auch alles dicht. Von daher perfekt. Wir haben bei der Gelegenheit auch schon entleert und Wasser aufgetankt. Und jetzt beladen wir den LKW und dann geht's los.
aufgeregt, obwohl ich sie die letzten Tage noch nicht richtig realisieren konnte. Ja, wir sind jetzt unterwegs. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? To feel. They wanna sing my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Wir sind gestern Abend hier im Norden von Dresden angekommen. Gestern konnten wir das noch gar nicht so richtig realisieren, dass wir jetzt unterwegs sind. Ne? Das war irgendwie so ein stressiger, turbeliger Tag. Und ja, es fing schon damit an. Wir hatten eigentlich gesagt, so, hey, wir wollten nach Frühstück los und ja, dann kam irgendwie dann noch dieses Licht einstellen, genau. Dann sind wir noch auf dem Bremsenprüfstand in die Werkstatt gefahren. Da habe ich dann noch gesehen, da gab es noch irgendwie Renault-Dokumentation, ganz alte. Und da habe ich dann auch noch mal gestöbert, ob ich was finde. Dann waren wir noch einkaufen, wir sind noch essen gefahren. Und dann haben wir noch Kuchen gekauft, um mit Sebastian noch mal Kuchen zu essen, so als Abschluss. Genau. Und da war es auch schon irgendwie, weiß nicht, 15 Uhr oder so. Ne? Bestimmt. Ja. Und ja, dann haben wir gestern so ein bisschen über 200 Kilometer geschafft, aber alles in Ordnung. Also war ein richtig gelungener Tag, ein richtig toller Start halt auch. Ja, Sonne war ja auch. Ne? Genau. Ja, und jetzt stehen wir hier auf dem Plätzchen kurz vor Dresden und hier passen so ungefähr 10 Wohnmobile hin. Ist eigentlich ganz ruhig, Industriegebiet. Man kommt auch gut weg hier. Hier ist in der Nähe ein Busbahnhof, mit dem man dann direkt nach Dresden reinkommt. Haben wir jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das werden wir vielleicht noch. Man hat ja eigentlich alles, was man braucht. Also man hat ja Abwasser, kann man ablassen und Frischwasser, was man auftanken kann. Ja. Und ja, das Wetter spielt halt zum Glück heute an unserem allerersten Tag halt auch mit. Da freuen wir uns auch riesig drüber. Ja, und jetzt kann die Reise halt so richtig losgehen. Ich habe das vorhin mal nachgeguckt, wie weit das noch ist. Auf jeden Fall sind das noch 2865 Kilometer direkter Weg zur Halbinsel Peloponnes. Die Route, die haben wir euch ja schon eingeblendet. Oder im letzten Video, genau. Die haben wir euch ja schon gezeigt. Das wäre jetzt der direkte Weg. Aber selbstverständlich wollen wir... Wir wollen uns links und rechts der Route natürlich auch noch was angucken. Und genau. Da sind wir total gespannt darauf. Ja. Auf jeden Fall ist es im Moment so unfassbar. Wir fahren jetzt wirklich in den Süden. Also wir fahren wirklich jetzt runter nach Griechenland. Das ist eine ganz schöne Strecke mit dem LKW. Aber wir haben ein gutes Gefühl. Ja. Also jetzt auch gestern, ich bin nochmal rundherum gegangen, ist alles trocken. Und wir freuen uns einfach drauf. Ja. Ja. Naja, an dieser Stelle wollen wir uns auf jeden Fall auch herzlich bedanken bei all den Spendern, die uns seit dem letzten Video wieder was gespendet haben. Das ist nach wie vor völlig unfassbar, dass wir so viel Unterstützung erhalten. Jetzt haben wir hier gerade leider ein Auto, was hier uns gerade mitten in die Aufnahme gerät. Aber wir reden einfach weiter. Ich glaube, ihr hört uns gut. Ja. So ist es halt auf dem Stellplatz. Genau. Vielen lieben Dank an alle, die uns unterstützt haben. Das hat uns in der Werkstatt und jetzt bei der letzten Rechnung natürlich total geholfen. Ja. 1000 Dank an euch. Auch an alle, die uns jetzt dann nochmal geschrieben haben und auch uns noch ein Abo gegeben haben. Ja, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von den 10.000 und wir hoffen wirklich, dass wir bis zum Ende des Jahres auch schaffen. Also ich denke, das schaffen wir. Gemeinsam schaffen wir das. Genau. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auf den Abo-Button. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns auch über einen Daumen nach oben freuen und über eure Kommentare freuen wir uns natürlich auch immer riesig. Ja. Bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns in Tschechien. Bis dahin.